Mein Name ist Diana Osterhage und ich bin Heilpraktikerin, bin bis Februar 2021 in eigener Praxis selbstständig gewesen, habe mich da auf die Behandlung von Frauen und Kindern spezialisiert. Der Entschluss fiel ja schon im Juli letzten Jahres mit der Parteigründung, an der ich teilgenommen habe. Und ich habe einfach durch meine Arbeit auch in meiner Praxis gesehen, wie wichtig ein gesellschaftlicher Wandel ist und denke, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, das zu initiieren, einfach auch durch eine andere Art von Politik, die gemacht werden muss. Es kommen ganz viele Eltern oder sind gekommen in meine Praxis und ganz häufig ging es darum, die Kinder konform zu machen, also ins System zu pressen. Die Kinder haben Lernschwierigkeiten, die Kinder sind unaufmerksam, die Kinder haben einen Bewegungsdrang, den sie ausleben möchten und das passt nicht in die Gesellschaft, das passt nicht in den Schulunterricht und dann müssen sie behandelt werden. Und die Eltern, die kein Ritalin geben möchten, die kommen dann eben zu einem klassischen Homöopathen. Aber das Ziel ist immer das Gleiche, die Kinder ins System passend zu machen. Und niemand denkt darüber nach, ob vielleicht das System der Fehler ist. Und die Eltern, die kritisch sind oder es eigentlich gerne anders hätten, haben auch keine Chance, weil sie natürlich alleine mit ihren Kindern dann gegen das System Schule und Lehrer und Bildungssystem stehen. Ich habe zum Beispiel einen kleinen Patienten gehabt, der in der 4. Klasse sich mit Deutsch ein bisschen schwer getan hat. Also der ist auf eine Montessori-Schule gegangen, da geht es dann in der 4. Klasse noch abzubilden. Und der hatte mit Deutsch ein bisschen Schwierigkeiten und musste motiviert werden, machte dafür Mathe für die 7. Klasse. Der wäre in beiden Fächern auf einer regulären Schule auffällig geworden, weil er eben in Deutsch keine Lust hat und in Mathe keine Lust hat, weil es ihn langweilt. So, das ist das klassische Kind, was eine ADHS-Diagnose bekommt und mit Ritalin die Konzentration erhöht wird. Man müsste ihn einfach nur frei in seiner Entwicklung lassen und dann würde sich das völlig natürlich ergeben. Und natürlich müsste er Deutsch lernen, weil er ja seine Matheaufgaben lesen muss und die Textaufgaben. Also das eine würde das andere bedingen, nur vielleicht in einer anderen Reihenfolge, als es so im Bildungssystem vorgesehen ist. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Meine persönliche Vorstellung ist, gar keine Schule. Gar keine Schule, frei lernen. Am Leben lernen. Lernen an den Dingen des Alltags, den Kindern sehr viel früher auch Verantwortung zu geben. Also wie viele Eltern führen Diskussionen mit ihren 3-jährigen Kindern, die partout die Gummistiefel jetzt nicht anziehen möchten, obwohl es regnet. Man darf die Kinder Erfahrung machen lassen. Also die dürfen in Sandalen raus und haben nasse Füße. Und dann ist es kein kognitiver Prozess mehr, dass irgendjemand mir gesagt hat, ich muss Gummistiefel anziehen und dann höre ich, sondern ich habe eine Erfahrung gemacht und dann lerne ich beim nächsten Mal aus dem Fenster zu gucken und zu gucken, wenn es regnet, ziehe ich Gummistiefel an. Das ist ein sehr viel nachhaltigeres Lernen. Dazu müssen allerdings dann auch die Eltern aufhören, die Kinder zu bevormunden in ihrer Entwicklung. Das ist natürlich eine radikale Lösung, die sicherlich wie alle Veränderungen nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Und für mich ist das aber tatsächlich, für mich ganz persönlich, ein langfristiges Ziel. Und die Frage ist ja, warum müssen denn beide Eltern den ganzen Tag arbeiten? Weil sie beide ein Smartphone brauchen, um zu konsumieren und um Dinge zu kaufen, mit denen sie das kaschieren wollen, was ihnen fehlt, weil sie nicht in einer menschlichen, ganzheitlich funktionierenden Gesellschaft leben. Na, auf jeden Fall haben wir hier durch die Säule der Freiheit ja, auch eine Meinungsfreiheit und eine Meinungsvielfalt. Das heißt, der Debattenraum, in dem diese Konzepte überlegt werden, ist sehr viel größer als bei anderen Parteien, weil eben auch die Menschen, die zum Beispiel Freilerner sind, also ohne Schule ihre Kinder großziehen, ein Gehör finden können. Fokussiert sich jetzt alles auf die Bundestagswahl. Für mich sind die internen Prozesse innerhalb der Partei wichtig, um das abzubilden, weil wir haben einen wahnsinnigen Mitgliederzulauf und wir müssen gute Strukturen schaffen, damit eben diese programmatische Arbeit und die inhaltliche Arbeit, zum Beispiel zum Thema Bildung, gut stattfinden kann und eben auch Eingang findet, zum Beispiel in ein Parteiprogramm und in die Umsetzung gehen kann. Das ist ein großes Spannungsfeld zwischen maximaler Freiheit, weil eben die Entwicklung dieser Inhalte ja aus den Mitgliedern kommen soll, aber eben auch funktionierenden Strukturen und Prozessen, damit eben ein Informationsfluss gut abgebildet ist. Und eine Schwarmintelligenz kann nur funktionieren, wenn die Informationen da sind. Das finde ich jetzt einen sehr wesentlichen Punkt, die Partei dahin zu entwickeln, dass sie auch bei wachsenden Mitgliederzahlen gut funktioniert. Also meine Herzüberzeugung ist, dass ich glaube, dass jeder Mensch im Grunde seines Herzens wahrgenommen werden möchte,
gesehen werden möchte, in seinem Sein als Mensch und mit seinen Bedürfnissen und mit seinen Ideen. Und ich glaube, dass wir in der Partei diesen Raum schaffen können, den Menschen diesen Raum zu geben. So, und das geht in jeder Ortsgruppe, in jedem Kreisverband, in jedem Kompetenzraum, Bildung zum Beispiel oder was auch immer die Menschen bewegt. Ja? Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt.